Enkaustik-Freunde, hier bin ich wieder, eure Monika Romer von Enkaustik-Akademie in Weilheim-Tech. Ich habe euch versprochen, dass ich dieses Mal was mit Pinsel zeige. Ihr habt gerade schon eine kleine Inspiration gesehen vom Tisch. Hier geht es gleich weiter. Wie ihr seht, unheimlich viel habe ich für euch hergelegt. Das brauchen wir heute, nämlich das Thema wird heute die Shellac-Technik sein. Und zur Shellac-Technik, da kann ich nicht gleich mit der Technik loslegen, da muss ich vorher ein paar Sachen euch erklären. Ihr seht schon, wir brauchen wieder unsere Farben. Hier haben wir die Gläser mit dem Shellac stehen. Wie ihr seht, gibt es auch ganz viel bunter Shellac hier. Da erkläre ich auch gleich noch etwas dazu. Was wir noch brauchen, ist Saeta-Wachs oder Saeta-Pastillen. Wie gesagt, lasst euch erstmal inspirieren. Ich werde es euch später dann noch erklären, was ist. So, hier könnt ihr auch wieder etwas sehen, wie so Bilder aussehen, die mit Shellac gemalt wurden. Hier zum Beispiel dieses schwarze, da könnt ihr schon die Shellac-Strukturen sehen. Das heißt, das war jetzt ein schwarzer Shellac. Hier oben die feinen Strukturen, das war der naturfarbene Shellac. So, wenn wir mal nach hinten schauen, ich habe hier ein paar Bilder aufgestellt, die ich gemalt habe, und zwar gerade in der Shellac-Technik. Kann man unheimlich schön die Strukturen vom Shellac erkennen. Das könnte man mit dem Pinsel gar nicht so toll hinbekommen. Und es gibt auch immer Zufälle, wie sich das Ganze krakeliert, nenne ich das mal. Also es sind immer faszinierende Strukturen und Farbverläufe. Das ist jedes Mal eine Überraschung. Wenn ihr zum nächsten Bild schaut, das habe ich so, da ist sehr viel mit Gold, Kupfer, Enkaustik-Wachs verwendet und Shellac. Also man kann dort unheimlich schöne Effekte mit reinsetzen. Und auch eines meiner Lieblingsbilder kommt gleich im Anschluss. Das habe ich sogar schön gerahmt, hochwertig gerahmt. Das honigfarbene, die honigfarbene Einfärbung hier, da kann man den Shellac gut sehen. Ihr seht schon, Shellac, die Urfarbe vom Shellac ist eigentlich Bernsteinfarben. Natürlich will jetzt jeder wissen, was ist denn ein Shellac? Ist das ein Lack, der aus der Industrie kommt? Wir kennen vielleicht Shellac von den alten Chinesen, von den schönen chinesischen Möbelstücken. Hochwertige Möbelstücke werden mit Shellac überzogen. Natürlich kennen wir Shellac auch von den Schallplatten. Shellac kommt wird hergestellt aus, ist die Ausscheidung von der Schildlaus. Das, was sie ausscheidet, wenn das getrocknet ist, das wird gesammelt. Und mit diesem Sekret, getrocknetem Sekret, wird dann der Lack hergestellt. Und somit sieht er eigentlich so aus von seiner Urfarbe. Ich glaube, man kann es ganz gut durchs Glas erkennen. Ich mache das mal so. Das ist die Urfarbe vom Shellac. Und diese Shellacke, die haben wir natürlich auch alle schön eingefärbt. Ich habe jetzt, zeige es mal hier, einen roten. Und damit können wir die tollsten Kreationen auf unseren Leinwänden zaubern. So, ich stelle den mal hin. Vielleicht kann es die Kamera sehen oder einfangen. Es gibt natürlich unterschiedliche Farbtöne. So, dann habe ich ja etwas von Saeta-Wachs erzählt. Das braucht man eigentlich für um wirklich schöne Resultate zu erzielen. Das ist Saeta-Wachs. Saeta kommt ja aus dem Lateinischen, heißt so viel wie das Ross oder das Pferd. Und in dieser Zeit hat man mit Borstenpinsel gearbeitet. Ja, hier haben wir so ein schöner gebrauchter Pinsel. Das heißt, das Wachs wird mit Pinsel aufgetragen. Hier sind die Pastillen, lose, und hier ist das gleiche Wachs eingefärbt. Da hat sich ein bisschen die Honigfarbe vom Wachs abgesetzt und hier oben ist schön weiß. Das kommt daher, weil wir ein natürliches Mittel noch reinsetzen, um ein schöner hoher Schmelzpunkt zu erreichen. Dieses Wachs wird immer vorher auf den Malgrund aufgetragen. Das habe ich hier schon etwas vorbereitet. Vielleicht kann man sehen, ich werde es auch gleich zeigen, wie das geht. Dieses Wachs, egal ob ihr später mal auf Holz malt
oder schaut mal, das hole ich mal schnell rüber. Das ist eine Terrakotta-Kugel. Egal welche Untergründe ihr mit Shellac macht, ich mal immer erst eine Lage Saeta-Wachs drunter, weil dieses Saeta-Wachs schließt mir die Poren vom Untergrund. Dieses Saeta-Wachs hat so einen hohen Schmelzpunkt, wenn ich dann das bunte Wachs noch drauf mache und föhne, das muss ja mit Heißluft bearbeitet werden, hält mir das untere Wachs den Untergrund schön dicht. Das heißt, der schaut mir nicht gleich unterm Wachs hervor. Und ich habe festgestellt, mit dieser Grundierung hat man einfach die besseren Resultate. Jetzt habt ihr schon gesehen, eine Terrakotta-Kugel. Das hier ist ein Keilrahmen, ist möglich. Hier habe ich Holz, einfach so Hartfaserplatten. Das funktioniert alles. Shellac könnt ihr auf sehr viele Untergründe auftragen. So, man kann ganz tolle Geschenke auch herzaubern. Ich habe das jetzt schon vorbereitet und zeige mal, wie es geht. Soweit könnt ihr es zu Hause nämlich auch vorbereiten. Das ist eine langwierige Sache, das dauert etwas. Deshalb kann ich das heute nicht in einem Rutsch fertig zeigen. Das wird zu lange dauern. So, ihr seht, der ist jetzt noch etwas hart, der Pinsel, weil schon Wachs drin ist. Den muss man jetzt ein bisschen anwärmen. Die Platte ist warm. Das dauert ein bisschen, aber es kommt schon. Während der warm wird oder weich wird wieder, schmelze ich jetzt einfach dieses Saeta-Wachs hier auf unsere Malplatte auf. Gerade wenn ihr auch Skulpturen für den Außenbereich verwendet oder machen möchtet, dann ist das sowieso eine ganz tolle Sache, wenn das Wachs drunter kommt. Es ist auch wasserabweisend, ihr könnt die Poren verschließen und somit ist das sehr haltbar, die Skulptur. So, jetzt gehe ich gleich mal zügig rüber auf meine Leinwand und pinsel das Ganze an. Da ist noch ein bisschen farbiges Wachs drin. Na, da ist noch nicht ganz so weich, wie ich das gerne haben möchte. Ja, jetzt kommt er. Das dauert halt. Also die Pinsel bitte nicht wegschmeißen, wenn sie hart sind. Ihr seht, jetzt ist er schön weich. Die kann man immer wieder gebrauchen. So, zügig rübergehen und den Untergrund zügig mit dem Wachs erstmal vorpinseln. Wenn da jetzt so eine Einfärbung ist, das macht nichts, das sieht man nachher nicht mehr. Das ist wirklich nur unsere Grundierung. So, das sind so die Vorbereitungen, die man machen sollte, bevor man mit buntem Wachs dann weitermalt. Das ist schön, wenn man so eine tolle Platte hat, wo man dieses Wachs auf Vorrat wärmen kann. Wer das jetzt nicht zu Hause hat, kann natürlich die Pastillen, die hier im Töpfchen sind, in eine Blechdose oder in einen Topf und ganz bei niedriger Hitze auf dem Herd flüssig machen. Bitte denkt dran, Wachs ist entzündbar und kann natürlich brennen. Deshalb ist mir diese Methode auf der Malplatte einfach lieber und sicherer, weil das Wachs darf auch nicht kochen und verdampfen. Das riecht dann immer ein bisschen komisch. Viele sagen auch, das gibt einen komischen Geruch, wenn man das Wachs erhitzt. Das kommt aber daher, weil einfach das Füllmaterial auch ein bisschen Eigengeruch hat. So, nun habe ich die ganze Fläche grundiert und versiegelt und ich würde sagen, das ist erstmal die erste Vorbereitung für heute und beim nächsten Mal geht es weiter, zeige ich euch, wie man Farbe drauf bekommt und wie man das ganze Bild zu einem Encaustic Shellac Bild fertig macht.